Ahoi liebe Kreuzfahrtfreunde und herzlich willkommen zu unserer Mittelmeerkreuzfahrt auf der Mein Schiff 6. Wir waren diesmal zu viert, denn wir hatten Jenny, die beste Freundin unserer Tochter Lisa, dabei. Und das machte unsere Kreuzfahrt noch wesentlich lustiger. Die beiden waren vom ersten bis zum letzten Tag richtig gut drauf. Bei abgrundtief schlechtem Wetter in Düsseldorf gestartet, begrüßte uns nach etwas mehr als 2,5 Stunden Flugzeit die untergehende Sonne Maltas. Vom Airport aus ging es dann auf direktem Weg zum Schiff. Der Nachteil war die späte Anreise, denn so konnten wir uns von Malta nichts mehr ansehen. 2 Erwachsene und 2 Teenager, da waren wir in einer Junior Suite sicherlich besser untergebracht. Obstteller und volle Minibar hatten wir auch. Jetzt stand einer wirklich wunderschönen Kreuzfahrt nichts mehr im Wege. Zum Essen ging es für uns an diesem Abend in den Ankelmannsplatz. Und nach dem Abendessen machten wir einen ersten kleinen Spaziergang durch die Mein Schiff 6. Allzu viel los war an Bord an diesem späten Abend dann aber nicht mehr. Es war durchaus recht schön, das Schiff mal ohne allzu viel Betrieb zu sehen und zu erkunden. Diese Möglichkeit hat man ja nicht allzu oft. Pünktlich zum Ablegen waren wir dann aber wieder zurück in unserer Kabine. Denn das Ablegen für unsere Kreuzfahrt durch das östliche Mittelmeer wollten wir uns auf gar keinen Fall entgehen lassen. Die spätabendliche Ausfahrt aus dem Grand Harbor von Valletta und an der historischen Hafenpromenade vorbei war durchaus sehr schön und sehenswert. Erst als die Mein Schiff 6 dann das offene Meer erreichte, ging es für uns ins Bett. Der nächste Tag war dann ein Seetag und das heißt für uns grundsätzlich erstmal ausschlafen und anschließend gut frühstücken. Da wir ja eine Junior Suite gebucht hatten, gingen wir zum Frühstück in die X-Lounge. Wir schätzen hier einfach diese Ruhe. Gut gestärkt machten wir danach erst einmal einen ausgedehnten Spaziergang durch die Mein Schiff 6. Für Jenny war dies die allererste Kreuzfahrt ihres Lebens und sie war natürlich schon ganz gespannt darauf, was sie hier an Bord so alles zu sehen bekommen würde. Könnt ihr euch noch an eure allererste Kreuzfahrt zurückerinnern? Dann schreibt uns doch mal, welche Eindrücke ihr damals von welchem Schiff hattet. Und was das für ein Gefühl war, zum allerersten Mal auf hoher See zu sein. Klar, kleiner Shoppingbummel musste an diesem Tag natürlich auch sein. Denn die meisten Geschäfte an Bord sind ja nur dann geöffnet, wenn das Schiff sich auf hoher See befindet. Die Entspannung sollte aber an diesem Tag auch nicht zu kurz kommen. Und so machten wir uns nach dem Spaziergang durch das Schiff auf den Weg nach oben zum Pooldeck. Das kennt wohl jeder, der schon mal eine Kreuzfahrt gemacht hat. Besonders an den Seetagen ist es auf dem Pooldeck immer ziemlich voll. Aber davon ließen sich Lisa und Jenny die gute Laune nicht verderben. Noch eben schnell ein Eis, anschließend an der Bar einen Cocktail mitnehmen und dann ging es auch schon wieder zurück in unsere Kabine. Für uns wäre eine Innenkabine oder auch eine Kabine mit Meerblick absolut nichts. Wir brauchen halt einfach die Seeluft um unsere Nase herum. Nach dem Abendessen ging es dann erst einmal ins Bordtheater. Denn vor allem Jenny hatte ja noch nie eine Show an Bord eines Kreuzfahrtschiffes gesehen. Und das musste sich auf alle Fälle erstmal ändern. Wie gar nicht anders zu erwarten, waren die Shows an Bord der Mein Schiff 6 richtig klasse. Und nicht nur Jenny war davon total begeistert. Die Show war dann aber nicht das einzige Highlight an diesem Abend. Denn direkt nach der Show gab es ein abendliches Kuchenbuffet. Und das hatte es wirklich in sich. Wie macht ihr das eigentlich? Wiegt ihr euch, bevor ihr auf eine Kreuzfahrt geht? Und wiegt ihr euch hinterher nochmal? Wir können euch sagen, was bei uns im Durchschnitt dabei rauskommt. Pro Person gute 2,5 Kilo mehr. Schreibt uns eure Erfahrungen diesbezüglich gerne mal in die Kommentarzeile. Kuchen macht durstig, aber das ist an Bord der TUI-Schiffe ja glücklicherweise überhaupt kein Problem.
Wenn ihr euch speziell für die Mein Schiff 6 interessiert, dann findet ihr auf unserem Kanal ein entsprechendes Video darüber. Schaut es euch gerne mal an. Den Link dazu blenden wir euch hier rechts oben gerade mal in den Bildschirm ein. Es war ein echt fantastischer Seetag, aber jetzt waren wir alle 4 doch ein wenig müde. Als wir am nächsten Morgen aufwachten, legte die Mein Schiff 6 gerade im Hafen von Souda an. Wir hatten uns hier im Nordwesten von Kreta eine ganze Menge vorgenommen. Denn für uns 4 war das hier tatsächlich der allererste Aufenthalt auf dieser Insel. Zuallererst wollten wir uns hier natürlich Chania ansehen. Der Landausflug von TUI Cruises war uns aber mit 62 € pro Person einfach viel zu teuer und mit 4 Stunden viel zu kurz. Außerdem wollten wir uns auch noch den einen oder anderen Strand ansehen und beide Ausflüge zusammen wären sowieso nicht gegangen. Die beste aller Lösungen, ein Leihwagen musste her. Und das war hier im Hafen von Souda erstaunlicherweise überhaupt kein Problem. Denn in unmittelbarer Hafennähe gibt es hier gleich mal 9 Autovermietungen. Vom Hafen aus waren es dann nicht einmal 15 Minuten bis nach Chania. Die Stimmung war bestens und so machten wir uns auf den Weg. Chania ist eine wirklich fantastische Stadt. Die muss man sich einfach angesehen haben, wenn man den einen oder anderen Tag hier auf Kreta verbringt. Der Mitropoleus-Platz liegt zentral in der Altstadt und hier pulsiert dann wirklich das Leben. Und die Kathedrale Panagia Trimatiri muss man sich einfach auch mal von innen angesehen haben. Wie sieht das bei euch aus? Besichtigt ihr auch so gerne Kirchen, wenn ihr unterwegs seid? Schreibt uns das doch einfach mal in die Kommentarzeile. Rund um den Mitropoleus-Platz finden sich wunderschöne Gebäude, sowohl aus venezianischer als auch aus osmanischer Zeit. Abends wird der Platz zu einem beliebten Treffpunkt für die Einheimischen. Von hier aus sind es dann nur noch einige wenige Schritte bis zum venezianischen Hafen. Und den muss man sich einfach wirklich mal in aller Ruhe angesehen haben. Das wäre beim geführten Landausflug von TUI Cruises sicherlich nicht der Fall gewesen. Aber wir waren ja schließlich der Herr unserer Zeit und so konnten wir hier alles in aller Ruhe genießen. Worüber Lisa und Jenny sich hier am meisten wunderten? Dass hier keine Autos fuhren, nur ab und zu mal eine Pferdekutsche. Chania trägt nicht umsonst den Beinamen Venedig des Ostens. Diese Stadt ist einfach unglaublich schön und sehenswert. Den von TUI Cruises angebotenen Landausflug müsst ihr hier nicht zwangsläufig buchen, selbst wenn ihr alleine unterwegs seid. Die Taxi-Hin- und Rückfahrt vom Hafen aus kostet euch nicht einmal die Hälfte, wie der Landausflug kostet. Und ihr seid der Herr über eure eigene Zeit und könnt euch diese wunderschöne Stadt in aller Ruhe ansehen. Sowohl am Hafen von Souda als auch natürlich hier in Chania findet ihr garantiert immer ausreichend viele Taxis. Die Taxifahrer bevorzugen zwar Barzahlung, aber mittlerweile ist es in Griechenland Gesetz, dass sie auch Kreditkarten akzeptieren müssen. Also traut euch ruhig und spart dabei noch jede Menge Geld. Wir buchen mittlerweile während unserer Kreuzfahrten kaum noch Landausflüge. Sie sind einfach unglaublich teuer geworden. Und manche Landausflüge sind dann einfach nur noch die pure Abzocke. Was denkt ihr darüber? Wie gestaltet ihr eure Landausflüge? Bucht ihr sie an Bord, also bei TUI Cruises, oder macht ihr sie lieber auf eigene Faust? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentarzeile. Die Festung Firkas, die sich am westlichen Ende des alten venezianischen Hafens befindet, ist eine der Sehenswürdigkeiten in Chania schlechthin. Von hier aus hat man einen fantastischen Panoramablick über die gesamte Stadt. Und von hier aus seht ihr auch den ägyptischen Leuchtturm am besten. Er ist sicherlich das Wahrzeichen Chanias schlechthin. Für einen Spaziergang über das Gelände der Festung Firkas muss man nichts bezahlen. Der Eintritt ist grundsätzlich frei.
Im Festungsgebäude befindet sich dann auch das historische Schifffahrtsmuseum von Kreta. Das ist dann allerdings eintrittspflichtig. Es lohnt sich durchaus, nach dem Festungsbesuch noch einige 100 Meter weiter in Richtung Westen zu gehen. Lisa und Jenny waren richtig gut drauf. Und das kann man ja nun von Teenagern nicht unbedingt und in jedem Falle erwarten. Zumal, wenn es sich um eine Stadtbesichtigung handelt. Sie haben sogar ihre kleine Spende an die Straßenmusiker direkt von ihrem Taschengeld bezahlt. Am westlichen Ende von Chania wird die Küste dann richtig beeindruckend. Badestrände gibt es hier dann aufgrund der starken Brandung natürlich nicht. Wenn ihr euch Chania in aller Ruhe ansehen wollt, solltet ihr dafür gute 4 Stunden einplanen. Einen Stadtplan braucht ihr dafür nicht. Ihr könnt euch hier vollkommen problemlos von Google Maps durch die Straßen führen lassen. Zusätzliche Kosten wie zum Beispiel Roaminggebühren entstehen euch dafür nicht. Griechenland ist Teil der EU und im gesamten EU-Bereich gilt für die Nutzung eures Handys derselbe Tarif, den ihr dafür auch in Deutschland zahlt. Nur wenige Kilometer westlich von Chania aus gibt es dann einige echte Traumstrände. Und für uns war das hier der perfekte Ort für ein kleines Päuschen zwischendurch. Bloß mal gut, dass Lisa und Jenny für ihre Handys genügend Datenvolumen hatten. Denn mit 10 GB wären sie während dieser Kreuzfahrt nicht weit gekommen. Denn sie hatten ja schon alleine an diesem Tag jede Menge Fotos, die sie auf Social Media hochladen wollten. Und da wir für das Schiff keinen Internettarif gebucht hatten, mussten sie das eben an Land erledigen. Nach unserem kleinen Päuschen haben wir dann noch zahlreiche wunderschöne Sandstrände entdeckt. Und wer weiß, vielleicht kommen wir für einen reinen Badeurlaub irgendwann einmal hierher zurück. Wir wären hier jetzt ganz gerne ins Meer gegangen. Bedauerlicherweise hatten wir unsere Badesachen aber an Bord vergessen. Lisa und Jenny wollten jetzt unbedingt reiten gehen. Also Google Maps raus und einen entsprechenden Reiterhof suchen. Wir haben dann auch ganz in der Nähe einen gefunden. Aber bedauerlicherweise sahen wir hier ausschließlich Pferde. Wir warteten eine gute halbe Stunde, aber es kam kein einziger Mensch. Und eine Telefonnummer haben wir auch nirgendwo gefunden, wo wir jemanden hätten anrufen können. Und so zerplatzte für die beiden der Traum vom Reiten. Zeit genug fürs Reiten hätten wir ja gehabt, aber die Zeit nutzten wir jetzt einfach anders. Wir fuhren jetzt einfach immer eine Zeit lang in Richtung Osten. Und das hatte sich durchaus gelohnt. Wir fanden hier nämlich ein kleines Restaurant, von dem aus wir einen fantastischen Blick über die gesamte Bucht von Suda hinüber zur Halbinsel Akrotiri hatten. Alleine schon für diesen Ausblick hatte sich die Fahrt hierher gelohnt. Wir haben uns hier oben richtig wohl gefühlt und wären gerne sicherlich noch ein Stündchen länger hier geblieben. Aber wir mussten natürlich auch immer die Zeit im Blick behalten. Da wir Landausflüge ja mittlerweile fast immer in Eigenregie machen, planen wir dabei aber immer einen Zeitpuffer von 60 bis 90 Minuten ein. Denn etwas Außergewöhnliches passieren kann ja schließlich immer zwischendurch. Ist bei uns aber glücklicherweise bisher noch nie vorgekommen. Kleiner Tipp, wenn auch ihr lieber auf eigene Faust unterwegs seid, speichert in jedem Fall die Rufnummer des Schiffes in euer Handy ein. So könnt ihr im Falle des Falles dort Bescheid geben, was passiert ist, und gegebenenfalls wird der Kapitän darauf sogar Rücksicht nehmen und den Zeitpunkt des Ablegens ein klein wenig nach hinten verschieben. Wieder zurück an Bord hatten wir jetzt erstmal Hunger. Aber das war natürlich überhaupt kein Problem. Es ging einfach ins Tag- und Nachtbistro. Rechtzeitig zum Ablegen waren wir dann aber schon wieder zurück in unserer Kabine. Denn das wollten wir uns natürlich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Von Kreta aus ging es für uns weiter nach Rhodos. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auch dort wieder begleiten würdet. Wenn ihr mehr Videos von unseren Kreuzfahrten sehen wollt,
Einfach jetzt im Abspann das Vorschaubild anklicken. Jetzt aber erstmal danke fürs Zuschauen.